Wissen Sie, woher Ihre Ingenieure Katalogteile für die Konstruktion bekommen? Oder wo sie diese lagern? Viele Internet-Downloads oder redundante Teile befüllen das PLM und verursachen Datenstau. Um das zu verhindern, gibt es das hier. Mit Enterprise 3D Find It können Sie Ihren firmeneigenen Katalog zusammenstellen, bevorzugte Teile zuweisen und Vorzugslieferanten definieren. Mit all diesen Daten haben Ihre Ingenieure Verfügbarkeit, Lagerbestände, Preise und vieles mehr im Blick, sodass Sie mühelos Vorzugsteile auswählen können. Egal welches CAD-System Sie nutzen, wir haben die Schnittstelle für Sie. Die Kataloge und Teile von Enterprise 3D Find It sind mit Stammdatensätzen direkt vom Hersteller angereichert. Sie hören richtig, keine manuelle Arbeit nötig. Es integriert sogar die Stammdaten in Ihr eigenes PLM und ERP wie dieses. Grenzüberschreitender Handel? Vergessen Sie nicht das hier. Mit Enterprise 3D Find It auf Ihrem lokalen Server können Ingenieure während der Konstruktion prüfen, ob ein Teil bereits existiert. Machen Sie Preisvergleiche, prüfen Sie Änderungen, auslaufende Lebenszyklen und Schluss mit Duplikaten. Enterprise 3D Find It ist das strategische Teilemanagementsystem für Sie. Und es läuft auf allen CAD, PLM und ERP-Systemen für alle Branchen. Enterprise 3D Find It. Einfach finden. Wunderschönen Hallo. guten Morgen. Herzlich willkommen hier zu dem zu dem Webinar heute. Ich bin Carolina Braun, Account Managerin für Enterprise 3D Find It und mitgebracht habe ich meinen Kollegen Tim. Vielen Dank, Caro. Ich bin ebenfalls Account Manager Enterprise 3D Find It. Und heute Morgen werden wir Ihnen was über die Suchmethoden in unserem Enterprise 3D Find It erzählen. Genau. Wir haben ja schon eingeleitet, einmal mit einem Highlight-Video von Enterprise 3D Find It. Das hat nochmal einmal eine kurze Zusammenfassung gegeben. In dem heutigen Webinar geht es ja vorrangig um unsere Suchmethoden. Und zum Ende hin haben wir auch noch Zeit für Fragen und Antworten. Das heißt, Ihre Fragen stellen Sie dann bitte zum Ende des Webinars. Wir machen das Ganze heute kurz und kompakt und live und halten uns daher auch wirklich nur kurz an einigen Slides auf und den Rest zeigen wir dann einmal live. Genau. So, Enterprise 3D Find It. Daniel, einmal, kleinen Moment. Nächste Slide. So. Genau, wie im Video heute eben zu Beginn einmal eingeleitet, decken wir mit Enterprise 3D Find It 2 Bereiche ab. Sie kennen es schon ganz viel vom Kaufteilemanagement, aber wie schon gesagt, konzentrieren wir uns heute hier auf diesen zweiten Bereich. Forschung und Entwicklung bedeutet, wir stellen Ihnen einmal vor die unterschiedlichen Suchmethoden, die wir haben, die Ihnen dann letztendlich bei Ihrer Konstruktion helfen, dass Sie schnell konstruieren können, Zeit sparen und eben auch das Teil auch wirklich finden, was Sie benötigen. Wo setzt denn eigentlich Cadenas mit den ganzen Suchmethoden an? Also letztendlich geht es darum, Sie haben eine Idee in Ihrem Kopf und wissen, wie ungefähr das Bauteil aussehen soll. Sie wissen aber nicht, ob es in Ihrem Datenbestand schon vorhanden ist, ob es vielleicht mal ein Kollege vor einiger Zeit bereits konstruiert hat oder ob Sie vielleicht doch komplett neu anfangen müssen mit Ihrer Konstruktion. Und das ist eben das, wo Cadenas ansetzt. Von der Idee bis zu Ihrem Resultat begleiten wir Sie mit unseren unterschiedlichen Suchmethoden. Heute gehen wir einmal darauf ein, über die Geometriesuche. Wie genau funktioniert es? Wie sieht das Ganze bei Cadenas aus? Was ist der Use Case dahinter? Dann gehen wir auch einmal weiter auf die Skizzensuche, dass man wirklich mal das CAD verlässt und eben über eine Skizze das passende Teil findet. Und dann einmal die Segmentsuche, dass es nicht mehr darum geht, dass man ähnliche Teile findet und sucht, sondern Eigenschaften, Segmente aus einem Teil heraus. Und ganz zum Schluss, da werde ich dann auch das Wort an Tim übergeben, gehen wir auf unsere neue KI-basierte Fotosuche ein und zeigen eben, wie wir anhand eines Fotos auch wieder die passenden Teile finden können.
Genau, was ist denn eigentlich letztendlich die Basis für die ganzen Suchmethoden? Was benötigt Cadenas? Wie gehen wir da vor? Es ist so, dass jedes 3D-Modell, egal ob Einzelteil oder Baugruppe, einen Fingerprint hinterlässt. Auch jedes CAD-Format hinterlässt einen unterschiedlichen Fingerprint. Und diese Fingerprints helfen uns wiederum dabei, diese Suchmethoden zu ermöglichen und genau Ihnen bei der Suche zu helfen. Dann starten wir einmal mit dem ersten Use Case, der Geometriesuche. Da geht es dann letztendlich darum, dass Sie ein komplett neues Bauteil modellieren und parallel mitläuft, ob bereits vorhandene Bauteile im System vorhanden sind. Da starten wir mit dem ersten Video. Genau, also was wir hier einmal sehen können. Ups. Was wir hier einmal sehen können. Wir haben hier NX als CAD geöffnet und hier ist auch ein erstes 3D-Modell konstruiert worden, ein erster Entwurf. Und oben mit dem Button Live Search bzw. Quick Search öffnet sich unten eine Leiste, die den Konstrukteur da begleitet und immer wieder parallel eine Abfrage startet, ob bereits ein vorhandenes Modell in meinem Datensatz vorhanden ist, also in meiner Eigenkonstruktion. Und mit jedem Mal, wenn der Konstrukteur an dem Bauteil etwas ändert, geht die Quick Search nochmal neu los und schlägt neue Teile vor. Also schlägt passende ähnliche Teile vor. Und wie Sie sehen können, anhand der Skala, diesem Prozentsatz, wird gezeigt, zu wie viel Prozent das gefundene Modell mit dem übereinstimmt, was der Konstrukteur gerade konstruiert. Und die passendsten Modelle werden natürlich als erstes vorgeschlagen. Genau, immer eine kleine 3D-View zu sehen. Und wie gesagt, jedes Mal, sobald ich eine Änderung an meiner Konstruktion vornehme, wird auch die Live Search angepasst und ähnliche Teile vorgeschlagen. Hat natürlich den Mehrwert, ich muss nicht komplett neu starten, neu konstruieren und kann gegebenenfalls bereits ein vorhandenes Bauteil für meine Konstruktion wiederverwenden, spare so Zeit und ähm, produziere nicht zu viele neue Teile in meinem System. So, dann einmal, nee, kleinen Moment zu den Folien bitte nochmal. Genau, super, danke. Dann die Skizzensuche. Wie schon bereits erwähnt, hier ist es so, wir haben die Idee, was wir überhaupt suchen, haben aber keine Ahnung, ob es in unserem Datenbestand vorhanden ist. Und wir verlassen jetzt in dem Bereich dann auch einfach mal das CAD. Also wir lösen uns vom CAD-Gedanken und führen diese Skizzensuche durch. So, einmal die Live-Demo. Wir haben immer technische Unterstützung im Hintergrund. Genau. So, da haben wir jetzt auch einmal Enterprise 3D Find It geöffnet. Sie sehen die ganzen Kataloge, aber um die geht es heute nicht. Und zwar, es geht ja um unsere Eigenteile, um unseren eigenen Datenbestand. Und da gehe ich hier in den Ordner, füge mir dieses Verzeichnis hinzu und gehe halt so sicher, dass ich nur in meinem eigenen Datenbestand, in meinem Company Own Parts Ordner suche. Wir haben hier einmal die Möglichkeit, unterschiedlich zu suchen. Wenn ich jetzt weiß, was ungefähr ich suche, kann ich hier anhand des Filters schon mal die Suchergebnisse, die Teile herunter reduzieren. Wenn ich jetzt beispielsweise PLM-Status freigegeben eingebe, dann sehen wir, dass es schon auf 28 Suchergebnisse herunter reduziert wurde. Das kann man sich gut vorstellen, wie beispielsweise mit einem eBay-Filter. Wir gehen auf den Winter zu, wir haben Skisaison, wir brauchen Skischuhe und da kann man halt herunter reduzieren, welche Marke von den Skischuhen brauche ich. Sollen es Skischuhe für Damen oder für Herren sein? Welche Größe brauche ich? Und genauso funktioniert hier der Filter links. Wir gehen zur Skizzensuche und
skizzieren einmal die Idee, die ich habe. Ich weiß, dass das Bauteil so in der Art aussehen muss, skizziere es hier grob in meinem Skizzenblock. Also wie gesagt, ich bin nicht in meinem CAD, bin hier beispielsweise Einkäufer oder Vorbereiter, habe gar keine CAD-Connection, kann aber trotzdem meinen eigenen Datenbestand durchsuchen anhand diesem Skizzenblock. Jetzt gehe ich hier rein, sage Übernehmen und Suchen und es sind schon deutlich weniger Ergebnisse, sind letztendlich immer noch zu viele, die möchte ich ja einzeln gar nicht durchschauen. Also gehe ich daher und kann noch weitere Merkmale hinzugeben. Ich weiß, dass ich eine Abmessung von 100 bis 110 benötige und gehe hier wieder auf Übernehmen und Suchen. Was sehen wir hier oben in der Suchleiste? Ich befinde mich immer noch in meinem Company Own Parts Ordner. Meine Skizze ist auch immer noch vorhanden und eben die Merkmale, die ich hinzugegeben habe. Das Ganze können wir auch noch weiter spielen. Ich sage, ich benötige jetzt eine Materialstärke von 5 mm. Gehe wieder hier in meine Suchergebnisse, habe hier wieder meine Merkmale, die Abmessung, die ich eingegeben habe und die Materialdicke, wähle mein Teil aus und sehe hier zum einen die Abmaße wurden eingehalten und die Materialdicke passt ganz genauso. Die 5 mm wurden berücksichtigt. Das heißt, die Merkmale, die ich mitgegeben habe, die Sachmerkmale, Abmessung, Materialdicke, wurden berücksichtigt. Und wenn wir jetzt hier nochmal an unsere Fingerprints denken, wie ich ja gesagt hatte, die sind die Grundlage für unsere Suchmethoden, sehen wir hier einmal unter dem Reiter geometrische Merkmale die Merkmale, die Fingerprints, die wir eben durchsuchbar machen können. Einmal natürlich die Abmessungen, dann wie viele Zylinder hat dieses Teil, Bohrungen. Das sind alles die Fingerprints, die wir ableiten und für unsere Suchmethoden verwenden. Genau, das soweit zum Thema. Ich habe eine Idee, skizziere sie mir einmal grob und habe eben mein passendes Bauteil gefunden. Daniel, einmal dann wieder zu den Folien. Ja. Ich kann keine Folien sehen. Genau. Genau, zu guter Letzt einmal von mir die Segmentsuche. Wie schon gesagt, da geht es nicht mehr darum, ähnliche Teile zu finden, sondern Sachmerkmale, also Segmente aus dem Bauteil heraus. Und dann wechseln wir wieder zu dem Video. Hier wieder erneut NX ist geöffnet. Ich habe hier ein 3D-Modell drin, ein Bauteil und mir geht es jetzt hier um die Löcher mit dem Durchmesser von 11 Millimetern und führe jetzt hier die Segmentsuche durch. Ich muss mir die Bohrlöcher natürlich einmal markieren. Und hier ist dann auch jetzt letztendlich das Spannende, was hier passiert. Sie sehen hier nur die Löcher dargestellt. Das kann man sich auch wieder vorstellen, wenn man bei Wikipedia einen Beitrag durchliest und eben im Wikipedia-Text ein Suchwort eingibt und eben nach diesem Wort diesen Text durchsucht. Dann wird ja jedes Wort, was ich eingegeben habe, gelb markiert. Und genauso ist es eben auch hier. Das macht auch Cadenas. Wir haben jetzt hier die Bohrlöcher gelb markiert und wirklich nach denen suchen wir nur. Dabei, hier auch ganz wichtig, in dem Beispiel ignorieren wir die Zylinderlänge. Uns geht es wirklich um die Anreihung dieser Bohrlöcher. Suche wieder durchgeführt und habe hier ein Teil gefunden, das ganz genau
die Anreihung dieser Löcher hat und eben Durchmesser von 11 Millimetern. Das haben Sie eben schon im Intro-Video gesehen, dass wir natürlich Ihren PLM-Status anzeigen können, Ihre eigene ERP-Nummer auch widerspiegeln können. Und mit dem pinken Button exportiere ich mir dann dieses Teil in mein CAD und führe hier einen Abgleich durch, ob denn die Segmentsuche tatsächlich das Ergebnis geliefert hat, was ich auch erwartet habe. Und in dem Beispiel passt alles perfekt zueinander, dass die Anreihung der Bohrlöcher passt und ich habe mein Teil gefunden. Genau. Dann fehlt letztendlich nur noch eine Suche, und zwar unsere neue KI-basierte Fotosuche. Und da übergebe ich einmal an meinen Kollegen Tim. Vielen Dank, Caro. Gerne einmal auf die letzte Folie, Daniel, auf die KI-Fotosuchenfolie. Eine weiter. Perfekt. Genau, das Beste kommt zum Schluss. Mir wird hier die große Ehre zuteil, Ihnen unsere neue KI-unterstützte Fotosuche zu präsentieren. Diese wird mit dem nächsten Release von Enterprise Redefined live sein und wenn Sie es bereits nutzen, bei Ihnen dann auch mit dem nächsten Update integriert werden. Sollten Sie es oder überlegen, sich unser Enterprise Redefined anzuschaffen und das nicht morgen sein wird es auch bereits in Ihrer Version enthalten sein. Hier habe ich Ihnen verschiedene Use Cases mitgebracht. Im Großen und Ganzen ist der Use Case aber, dass der Anwender kein CAD hat, kann natürlich auch ein CAD haben, kann aber nicht wissen, wie das Teil heißt und es nur ein Foto, ein Screenshot oder was auch immer als Suchvorlage gibt. Und da es in PLM-Beständen, in anderen Datenbeständen immer viel ähnliche Teile gibt, gerade wenn es selbstentwickelte Teile sind, möchten wir Ihnen auch hier zeigen, wie wir die Suche weiter einschränken können und wie Sie aus einem riesen Wust von Teilen das genau richtig für Ihre Suche rausfinden können. Dafür bitte einmal das erste Video. Alle Use Cases, die ich Ihnen hier heute zeige, können wir Ihnen gerne hinterher zur Verfügung stellen. Das Handout und das Video bekommen Sie gerne, wenn Sie uns eine E-Mail schreiben. Unsere Kontaktdaten sehen Sie später in der letzten Folie. Pingen Sie uns kurz an, dann schicken wir Ihnen alles rüber und dann können wir gerne tiefer ins Gespräch einsteigen, sollte es für Sie interessant sein. Als ersten Use Case habe ich Ihnen den Fall eines Ersatzteils mitgebracht. Wenn man den Use Case ein bisschen plastischer skizzieren will, dann hat ein Servicetechniker irgendwo vor Ort ein Riesenproblem, ein Teil fehlt, ein Teil ist kaputt, hat uns ein Foto geschickt. Dieses Foto laden wir jetzt, wie hier auf dem Video zu sehen, in unsere Fotosuche hoch von der Festplatte. Die Fotosuche markiert automatisch die Umrisse des Teils. Sollte das mal nicht Ihren Erwartungen entsprechen, kann das immer über Adjust Selection oder in der deutschen Version Auswahl anpassen von Ihnen angepasst werden. Wir starten die Suche, haben sehr, sehr viele Suchergebnisse, weil am Ende des Tages hat die Fotosuche erkannt, dass es sich hier um 2 Schrauben, 2 Zylinder handelt und alles, was jetzt 2 Schrauben, 2 Zylinder oder auch nur eine Schraube und ein Zylinder enthält, wird angezeigt. Das wollen wir natürlich drastisch eingrenzen. Deswegen benutzen wir jetzt neben der Fotosuche noch unsere Topologiesuche. Das heißt, wir geben Merkmale an, die dieses Bauteil hat. Wir wissen jetzt vom Foto, dass wir 2 Zylinder haben, deswegen ändern wir die Anzahl der Zylinder auf 2, größer gleich 2 und den Außendurchmesser der Zylinder wissen wir auch auf 12 Millimeter. Damit speisen wir unsere Suche und kriegen drastisch eingeschränkte und viel passendere Suchergebnisse. Und diese Kombination aus Fotosuche und Topologiesuche, die können wir definitiv am besten. Soll natürlich kein Eigenlob sein, aber tu Gutes und sprich drüber, will ich trotzdem am Rande erwähnt haben. Genau, damit haben wir unser passendes Bauteil gefunden. Sieht genau aus wie das auf dem Foto. Hier nochmal die Kontrolle. Außendurchmesser sind 12 Millimeter. Das gelb markierte, was Caro eben auch schon hatte, wird angezeigt, weil das Teil unserer Topologiesuche war. Können es nochmal oben über die Sucheingaben kontrollieren, indem wir einfach mit dem Mauszeiger drüber fahren, wissen, jo, ist das richtige Bauteil und können dem Servicetechniker das Bauteil zur Verfügung stellen. Zweiter Use Case aus dem Bereich Instandhaltung. Jemand aus der
aus dem Shopfloor hat uns gesagt, dass an einer Biegemaschine eins der Biegeräder defekt ist. Schickt uns ein Foto hoch. Wir sollen bitte schnellstmöglich für Ersatz sorgen oder gucken, ob wir sogar noch welche auf Lager haben. Wir nehmen wie im ersten Use Case uns das Foto vor, markieren den Suchbereich. Auch hier passt der Suchbereich. Ansonsten könnten wir ihn anpassen. Hier kriegen wir jetzt 28 Suchergebnisse. Sie sehen es in den Ergebnissen. Wir haben sehr viele, sehr ähnliche Räder in unserem Eigenteilbestand. Das ist natürlich zu viel, also nutzen wir auch hier die Topologiesuche und schränken es weiter ein. Wir wissen, dass das Rad 'n Innen 'n Außendurchmesser, damit fangen wir an, von 118 Millimetern hat, geben das ein und gehen dann zum Suchen, haben immer noch 2 Ergebnisse. 2 ist ein Ergebnis zu viel. Das heißt, wir müssen die Suche noch mal weiter einschränken, indem wir jetzt den Innendurchmesser auch noch eingeben. Wir wissen, dass er bei diesem speziellen Rad an dieser Biegemaschine bei 40 Millimetern liegt, füttern damit noch mal die Suche und starten die Suche erneut und haben nur noch ein Ergebnis über. Sie sehen, ich pausiere dieses Video immer wieder, und unser Webinar heute heißt auch „In Sekunden zum richtigen Bauteil" und genau das ist es auch. Unsere Fotosuche läuft extrem schnell, die Suchergebnisse werden extrem schnell ausgegeben, deswegen muss ich das Video immer wieder pausieren, um Ihnen zu erklären, was Sie hier gerade sehen. Genau, auch hier wieder gelb markiert, der Innen und der Außendurchmesser, nämlich genau die Topologie, nach dem wir gesucht haben, als hätten wir bei Google eingegeben, 30-jähriger Krieg und alles, was 30er Krieg hat, wäre gelb markiert, sind hier die Innen- und Außendurchmesser gelb markiert. Sobald wir auf die geometrischen Features gehen und mit der Maus drüber fahren, das werden Sie gleich sehen, werden uns immer die Maßeinheiten eingezeigt, wo sie im CAD, im 3D-Modell gerade sind. Das können Sie hier schön sehen. Genau, kann auch alles immer anklicken und wieder wegklicken, wenn ich die genauen Größen haben will. Auch hier noch mal die Kontrolle, 118 Millimeter außen, 40 innen, 118 außen und 40 innen. Wir haben genau das gefunden, was wir gesucht haben und das nur anhand eines Fotos, was die Instandhaltung von der Maschine gemacht hat und können diese jetzt zur Verfügung stellen. Dritter und letzter Use Case, Daniel, dafür bitte einmal aufs nächste Video, ist auch aus dem Bereich Servicetechnik, würde ich ihn verorten. Ich starte noch mal vorne. Wir haben 'n Screenshot gekriegt. Sie sehen sogar, oben steht noch der Whitmans Chat drin mit den Teilnehmern. Und aus diesem Chat heraus suchen wir jetzt das Bauteil, was uns 'n Servicetechniker oder wer auch immer zugeschickt hat. Er hat uns noch 'n paar Infos dazu gegeben, nämlich, dass wir 8 Bohrungen haben, die 'n Durchmesser von 11 Millimetern haben und die Materialstärke bei 23 Millimeter liegt. Damit starten wir, markieren wieder die Fläche und hier, Sie sehen, wie schnell das läuft. Ich muss Pause drücken, geben hier in der Topologie, wie eben gezeigt, einmal die Materialstärke ein. Somit haben wir den Punkt auch abgehakt und geben direkt hier auch die Anzahl der Bohrlöcher ein von 1 auf 8 und können dann auch direkt noch in demselben Feld die Durchmesser der Bohrlöcher eingeben, nämlich mit 11 Millimeter, haben unfassbar schnell das Bauteil gefunden. Sie haben es eben kurz gesehen, hier steht es auch auf der linken Seite, auf der rechten Seite. Das Bauteil heißt Löffel. Ich hätte nach dem Screenshot, den ich gesehen habe, das Bauteil nicht Löffel benannt oder genannt. Das heißt, mit einer reinen Textsuche wäre ich persönlich nicht weitergekommen. Auch ein großer Vorteil der Fotosuche, dass wir gar nicht die Bezeichnung kennen müssen. Können hier auch sehen, wieder gelb markiert, was wir gesucht haben, können uns die Durchmesser anzeigen lassen, Gegenkontrolle 11 Millimeter Durchmesser, perfekt, passt und einmal die Materialstärke 23 Millimetern in den Features. Ganz wichtiger Punkt, zu dem wir jetzt gleich kommen. Sie sehen oben die 'ne kleine Tabelle, wo vorne der grüne Punkt ist. Grüner Punkt heißt für uns in unserer Definition ist 'n Vorzugsteil. Das kann bei Ihnen in Ihrer Definition auch 'n lilaner Punkt sein oder was auch immer. Und wir haben in unserer Demo-Umgebung, in der dieses Video läuft, haben wir die Stock-Level eingegeben. Sie sehen es relativ weit rechts, Stock 1 und Stock 2. Das kann das Lager in Hamburg und das Lager in Baku sein. Und wir können direkt daran live sehen, wenn unsere ERP-Daten und wenn Ihre ERP-Daten es hergeben und Sie es angezeigt haben wollen, was wir in welchem Lager auf Lager haben und wie schnell wir vielleicht den Servicetechniker oder den Kunden mit diesem Bauteil versorgen können. Das alles immer live gepflegt, wenn Sie möchten. Und wir könnten sogar, wenn Sie es haben, Preisinformationen anzeigen, wenn es gepflegt ist. Und wir haben zickzack das Bauteil gefunden, haben es auf Lager, können es verschicken und alle sind glücklich. Genau, so viel von mir. Dann gerne einmal noch auf die letzte
versprochene Folie und dann dürfen Sie mit Fragen starten. Genau. So, warten wir noch mal einen Moment. Genau, hier übrigens zu sehen Da die angesprochenen Kontaktdaten. Das heißt, wenn Sie weitere Informationen brauchen, sprechen Sie uns gerne an. genau, da haben wir schon die erste Rückfrage. Welche CAD-Systeme unterstützen Sie? Genau, also letztendlich, 'ne sehr gute Rückfrage. Sie haben jetzt hier in den Videos, NX als Beispiel gesehen, aber, natürlich sind wir Multicad-fähig. Das heißt, wir sind komplett unabhängig vom CAD-System. Sprechen Sie uns an, welches CAD-System Sie im Einsatz haben, und dann gehen wir einmal in den persönlichen Austausch. Ähm, auch noch mal sehr interessant, selbst wenn Sie unterschiedliche CAD-Systeme im Einsatz haben, also sagen wir, Sie haben NX und Creo im Einsatz, ist auch das für Enterprise 3D Find It kein Hindernis. Wir können auch beide CAD-Systeme bedienen. Da müssen wir auch einfach wieder an die Fingerprints denken, von denen ich erzählt hatte. Jedes CAD-System hinterlässt sein Fingerprint, und diese Fingerprints leiten wir eben wieder ab, um Ihnen das passende Format liefern zu können. Genau. Ich sehe die Fragen leider nicht. Das heißt, Caro, wenn noch 'ne weitere ist, dann lasse ich die auch gerne dir. Ja. So, in der Zwischenzeit, welche Daten müssen für die Geo und Fotosuche zur Verfügung gestellt werden? Genau, Grundlage, für diese Suchmethoden sind, eben Ihre CAD-Daten. Wenn Sie CAD-Daten haben, ist das schon mal sehr gut. Die benötigen wir eben wieder zur Ableitung der Fingerprints. Wir merken es immer wieder, Fingerprints, das Wort hier. Und, genau, anhand dieser Fingerprints, ermöglichen wir Ihnen diese Suchmethoden. Also, letztendlich brauchen wir Ihre 3D-Daten. Genau. Ganz wichtig, auch für die Fotosuche, das ist 'ne häufig gestellte Frage in anderen Live-Demos, die wir machen. Wir brauchen keine Fotos von Ihnen. Also, die CAD-Daten, die 3D-Daten reichen. Daraus machen wir unseren Fingerprint, unsere geheime Soße, wie 'n Restaurant sagen würde, und wir finden alles wieder, was Sie als Foto suchen. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit heute, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie teilgenommen haben. Wir Ihnen unsere Suchmethoden und unsere Fotosuche zeigen, empfehlen und vorführen durften. Caro, das letzte Wort an dich. Genau, auch von mir herzlichen Dank für die Teilnahme. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Sie haben Mehrwerte für sich erkennen können, und wir freuen uns über eine persönliche Kontaktaufnahme, dass wir in den Austausch gehen können. Dann eine Perfekt. schöne restliche Woche Ihnen. Auf Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Tschüss.